Bis heute ist das Körpergewicht eines Kindes ein wesentlicher Indikator für dessen Gesundheits- und Entwicklungszustand. Deshalb wird das Gewicht eines Kindes bereits direkt nach der Geburt ermittelt. Für die früher üblichen Hausgeburten wurden leichte, transportable Wagen verwendet, wobei das Kind an der Waage hängend hochgehoben wurde. Dieser Katalog von 1913 zeigt transportable Laufgewichtswagen und Federwagen speziell für Neugeborene. In der Arztpraxis bevorzugte man stabilere und deshalb auch schwerere Messsysteme. Anfangs dienten noch kleine Wagen aus Holz mit einem entsprechenden Korbaufsatz zur Gewichtsbestimmung, wie dieses Exemplar. Später wurden oft modifizierte Tafelwagen aus Gusseisen eingesetzt, wie dieses Exemplar, welches einen Korbaufsatz mit entsprechender Halterung aufweist. Ein anderer Hersteller verkaufte eine Tafelwaage mit Blechmuldenaufsatz, wie dieses Exponat in Weiß mit Gold. Das Problem bei solchen Wagen bestand darin, dass man das zappelnde und schreiende Baby bändigen musste und noch freie Hände zum Gewichteauflegen haben sollte. Deshalb musste bei solchen Wagen stets die Mutter oder auch Arztgehilfin kräftig mit anpacken, bis das Gewicht des Kindes feststand. Weil sie kompakter und einfacher zu bedienen sind, haben sich diese Laufgewichtswagen durchgesetzt, bei denen das Baby immer im Blickfeld ist und die Messung mit verschiebbaren Gewichten erfolgt. Je nach Ausführung lag die maximale Tragkraft zwischen 10 und 25 Kilogramm. Diese Sekka Babywaage Modell 168 wurde um 1900 in Hamburg hergestellt und trägt immer noch die weiße Originallackierung mit Goldverzierungen. Sie ist ein Schulbeispiel des floralen Jugendstils. In der Mitte der Frontplatte befindet sich die Folie mit dem Sekka-Markenzeichen als Jugendstilornament in den deutschen Nationalfarben Schwarz, Rot, Gold. Sowohl die Mulde als auch die Plattform ist mit weiteren Folienbildern im Jugendstil verziert. Links unten befindet sich ein kleines verschiebbares Reguliergewicht zum Ausbalancieren der Waage. Am Ende der unteren Skala hängt ein Ausgleichsgewicht, welches das Eigengewicht der Babyschale kompensiert. Denn ohne Mulde lässt sich diese Waage auch als Haushalts- oder Paketwaage benutzen. Dafür wird das Ausgleichsgewicht entfernt. Anstelle einer Schale war sie auch als Modell 169 mit Körbchen oder Modell 170 mit Netzauflage erhältlich, wie bei dieser Nachfolgewaage aus den 1920er Jahren. Die meisten dieser Wagen wurden in Dunkelrot verkauft, was in den Katalogen als Braun mit Gold bezeichnet wurde. Weiße Wagen waren damals aufwendiger herzustellen und kosteten einen Aufpreis. Diese beliebte Jugendstilausführung wurde auch von anderen Wagenherstellern produziert, wie diese fast identische Hannovera der Firma Schütte und Pöppe aus Linden bei Hannover. Sie zeigt auf dem kleineren Markenzeichen einen weißen Hengst, das Wappentier von Hannover. Dieser Katalogausschnitt von 1910 zeigt die Ausführung von Schneider und Döft aus Sondheim, Heilbronn. Sie war der Vorläufer der später berühmten Adler Babywagen. Im Stadt- und Wagenmuseum der einstigen Wagenhochburg Oschatz in Sachsen befindet sich ein Exemplar des bekannten ortsansässigen Wagenherstellers Gebrüder Pfitzer. Die wohl bekannteste Babywaage von Pfitzer erscheint sogar in diesem Filmausschnitt aus dem Ersten Weltkrieg. Im Hintergrund auf dem Tisch erkennt man das Modell 49 mit Blechmulde.
Sie gab es auch als Modell 50 mit Körbchen in Seide ausgestattet. In der Regel erkennt man am Anfang des Wagenbalkens die Punzierung des Pfizer Markenzeichens, nämlich einen Löwen, und auf der Rückseite der Frontplatte die Initialien GP für Gebrüder Pfizer. Ebenfalls typisch für Pfizer-Wagen ist die in Holzimitation lackierte Blechmulde, welche auf dicken Blechfüßen liegt. Bis 1912 war Otto Bielig Buchhalter bei der Firma Pfizer in Oschatz. Im Oktober 1912 übernahm er von seinem Schwiegervater die ortsansässige Warenhandlung und verkaufte unter anderem auch Pfizer-Wagen unter seinem Namen, wie dieses Exemplar zeigt. 1921 errichtete er seinen eigenen Betrieb, die Oschatzer Wagenfabrik. Hier entstand noch in den 1920ern eine Babywaage im floralen Jugendstil. Sie zeigt das Signet der Oschatzer Wagenfabrik. Ein Elefant auf einer Tafelwaage im Kreis. Neben der braunen Ausführung bot er dieses Modell 101 auch in Weiß mit Gold an. Als Modell 102 war sie mit Hängemattengeflecht oder als Modell 103 mit Körbchen erhältlich. Puzeys und Melot aus Liège produzierten um die Jahrhundertwende verspielte Babywagen mit Tierfüßen. Diese Ausführung mit Raubtiertatzen zeigt auf den beiden Seitenplatten die Initialien PM. Auch der Hahn wird als weiteres Markenzeichen auf dem großen Laufgewicht dargestellt. Die beiden Frontplatten zeigen in der Mitte den Kopf eines Galliers, flankiert von zwei Schlangen. Dieses Exemplar mit Hufen zeigt den Hahn auf den Seitenplatten und in der Mitte der Frontplatten als Relief einen Kinderkopf. Durch die nachträgliche Überlackierung beider Wagen ist deren ursprüngliche Vergoldung heutzutage nicht mehr zu sehen. Nicht alle Babywagen aus dieser Ära sind im floralen Jugendstil gehalten. Einige Hersteller bevorzugten eher den Klassizismus-Stil. Aufgrund der Entstehungszeit könnte man auch vom Klassizismus-Jugendstil sprechen. Diese Waage von Ollendorff-Wilden aus Bonn zeigt geradlinige Formen und oktagonale Durchbrüche in den Front- und Seitenplatten. Lediglich die floralen Verzierungen an deren Unterseite erinnert an den Jugendstil. Als Markenzeichen sind die Buchstaben OW in stilisierter Form direkt in die Frontplatte eingegossen. Wahrscheinlich aufgrund der damals engen Zusammenarbeit von Ollendorff-Wilden und Schneider und Döft entstand Anfang der 1910er Jahre die klassische Adler-Babywaage von Schneider und Döft mit ihren fenestrierten Goldperlen tragenden Frontplatten. Bei dieser frühen grauen Parkettwaage sind noch die stilisierten Buchstaben SD auf der hinteren Frontplatte aufgeschraubt. Kurz danach entstanden Babywagen im selben Motiv, bei denen das Adlersignet noch auf der hinteren Frontplatte aufgenietet war. Die späteren Adler-Babywagen zeigen dann ein eingegossenes Adlersignet, wie bei Ollendorff-Wilden. Adlerwagen mit eingegossenem Signet wurden bis gegen Ende der 1920er Jahre produziert. In den 1920ern wurden Arkaden auch bei anderen Babywagenherstellern ein beliebtes Motiv. Diese braune Hannovera Modell 3040 mit originaler Netzauflage weist große Arkaden in den Front- und Seitenplatten auf. Die Perlen waren nicht mehr oval, wie bei der Adlerwaage, sondern rhombenförmig, ganz im Stil des Art Deco. Wie bereits Ollendorff-Wilden und Schneider und Döft mit ihrer Adlerwaage,
waren jetzt die Füße gerade. Diese Waage wurde auch in Weiß, hier mit Körbchen, produziert. Um 1920 hat auch Sekka ihre Jugendstilwaage ersetzt und es entstand eine Babywaage, welche der Hannovera sehr ähnlich war. Auch hier dominieren auf den Front- und Seitenplatten Arkaden in verschiedener Höhe. Etwa in der Mitte der 1920er wurde das schwarz-rot-goldene Jugendstilsignet durch das Sekka-Dreieck ersetzt. Damit folgte auch diese Waage dem Trend des Art Deco. In der zweiten Hälfte der 1920er verschwanden die Arkaden und das Sekka-Dreieck-Signet wurde durch die reliefbetonte Goldlinierung deutlich hervorgehoben. Dadurch wurde diese Babywaage ein Musterbeispiel des Art Deco-Stils. Das Gegengewicht zum Ausgleich der Babyschale war jetzt nicht mehr notwendig, so dass es auch nicht mehr verloren ging, wenn die Waage vorübergehend als Haushaltswaage genutzt wurde. Auch bei der Adlerwaage von Schneider und Döft verschwanden um 1930 die Perlen- und Bogenfenster und wurden durch eine einfache Goldlinierung ersetzt. Dadurch lag auch sie wieder im Trend der Zeit. Technisch gesehen wurde nur wenig verändert, so dass immer noch beim Aufsatz der Babyschale das Ausgleichsgewicht am Ende der unteren Laufgewichtsschiene montiert werden musste. Das Adlerrelief auf der Rückseite wurde durch ein billiger zu produzierendes Blechschild ersetzt. Mitte der 1930er verschwanden die Verzierungen und die Füße praktisch vollständig. Die Stromlinienform war gefragt. Döft setzte bei den Babywagen auf seinen bereits in den 1920ern patentierten Drehring. Dadurch benötigte die Waage nur noch ein Laufgewicht. Das Laufgewicht bildete der Drehring, welcher auf der 100-Gramm-Skala verschoben wurde. Durch das anschließende Drehen am Ring konnte das Gewicht bis auf 5 Gramm genau eingestellt werden. Hier im Bild sehen wir eine Einstellung auf 4,475 Kilogramm. Mitte der 1930er entstand die letzte Ausführung der Modellreihe 168 von Sekka. Sie bestand immer noch aus Gusseisen und wurde als staubgeschützte Waage verkauft. Auch hier legte man Wert auf die Stromlinienform. Die zeitliche Veränderung der Babywaage widerspiegelt den Wandel der meisten Gebrauchsgegenstände. Wurden um die Jahrhundertwende noch liebevoll, aufwendig handbemalte Gusseisenwagen hergestellt, wurden diese im Laufe der Zeit immer einfacher und auch kostengünstiger in der Herstellung. Die Verzierungen wurden erst reduziert und verschwanden dann allmählich vollständig. Bereits in der zweiten Hälfte der 1930er wurde die aufwendig gravierte Skala durch eine bedruckte Metallfolie ersetzt. Kurz darauf wurde der teure Eisenguss durch einfacher zu verarbeitendes Blech ersetzt, wie bei dieser französischen Waage aus den 1950ern. Die in mühsamer Handarbeit hergestellten Körbchen oder Netze verschwanden vollständig. Heutzutage bestehen die Babywagen aus leichten und kostengünstig hergestellten Plastikteilen. Auch die in Handarbeit zeitaufwendig hergestellte schwere Mechanik wurde durch leichte Elektronik ersetzt. Die spart Herstellungs- und Transportkosten. Vor über 100 Jahren war eine Babywaage noch eine kostspielige Anschaffung, die sich nur wenige Menschen leisten konnten. Die heutigen Exemplare sind wesentlich preisgünstiger, so dass sich fast jeder eine Babywaage kaufen kann.